Leute, ich hoffe es geht euch gut und im heutigen Video werde ich einige eurer Fragen beantworten und gleichzeitig ein riesengroßes Geheimnis lüften. Kommen wir zur Frage Nummer 1 und zwar was mein Lieblingsessen ist und was meine liebsten veganen Kochbücher sind. Und mein Lieblingsessen ist nach wie vor die gute alte Kartoffel. Ich weiß, dass die meisten Menschen Kartoffeln eher als Beilage sehen, aber ich persönlich kann sie einfach zu jeder Tageszeit essen, egal ob als Kartoffelstampf, als Pellkartoffel, als Ofenkartoffel oder eben als Pommes. Ich liebe Kartoffeln abgöttisch und wenn mein Freund nicht ab und zu mal sagen würde, yo Schenja, heute habe ich mal gar keinen Bock auf Kartoffeln, dann würden wir uns nur noch von Kartoffeln ernähren. Leider habe ich auch kein liebstes veganes Kochbuch. Es befinden sich zwar einige davon in meinen Bücherregalen, aber ich benutze die nie, weil ich sehr, sehr gerne improvisiere beim Kochen und unfassbar selten in irgendwelche Kochbücher oder Rezepte reinschaue. Und da ich sowieso meistens nur Kartoffeln esse, also macht euch jetzt bitte keine Gedanken, ich esse auch andere Sachen, ich esse auch ganz viele andere Gemüsesorten und Obst und Hülsenfrüchte und sowas, aber Kartoffeln sind einfach mein Guilty Pleasure. Ich liebe Kartoffeln und falls ihr eine Empfehlung für ein veganes Kartoffelkochbuch habt, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare. Kommen wir jetzt zu einer sehr tiefgründigen Frage und zwar, was für mich persönlich Glück bedeutet und was es meiner Meinung nach benötigt, ein glückliches Leben zu führen. Und das müsst ihr selbstverständlich wie immer für euch selbst ergründen, aber auch ich war sehr, sehr lange auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage und bin zu dem Schluss gekommen, dass Glücklichsein für mich persönlich mit Zufriedenheit einhergeht. Also es gibt natürlich immer diese kurzen Glücksmomente, wenn man wieder irgendwas Schönes essen gehen kann oder mal im Kino war oder sowas. Das sind immer solche kurzzeitigen Sachen, die einen glücklich machen können oder wenn man sich einfach mal wieder was Schönes gegönnt hat oder sowas. Aber dieses stete Glücklichsein hat bei mir sehr, sehr viel mit Zufriedenheit zu tun und da spielen auch etliche andere Faktoren mit rein. Also man könnte jetzt natürlich auch ausschweifen und versuchen, Zufriedenheit zu definieren, aber für mich hat Glücklichsein sehr wenig mit Geld zu tun. Es hat sehr wenig mit Prestige zu tun oder mit irgendwelchen Luxusgütern oder sowas, sondern es hat auch super, super viel mit meiner körperlichen und psychischen Gesundheit zu tun, mit meinem sozialen Umfeld und was ich dafür tue, um zufrieden zu sein. Dann kam die Frage, wie ich es schaffe, täglich Skincare zu betreiben und ehrlich gesagt schaffe ich es nicht, täglich Skincare zu betreiben, vor allem wenn es mir psychisch oder physisch nicht gut geht, dann versuche ich mich einfach eher um mich zu kümmern und habe schlichtweg andere Dinge im Kopf oder wenn ich weiß, dass ich 30.000 Bestellungen packen muss und früh aufstehe und bis abends durcharbeite, dann habe ich dahingehend eben auch andere Prioritäten. Ich habe mich zwar früher sehr unter Druck gesetzt, täglich meine Hautpflege zu machen, aber das war wirklich keine gute Idee, denn meiner Meinung nach sollte Skincare bzw. Hautpflege Spaß machen. Außerdem wurde gefragt, wie ich auf die Idee gekommen bin, mich selbstständig zu machen und ob mir die Selbstständigkeit manchmal Angst macht. Dazu sei erwähnt, dass ich erst vor über einem Jahr meinen festen Job in der Drogerie gekündigt habe. Ich bin nämlich gelernte Drogistin und ansonsten habe ich mein Business sozusagen nebenbei betrieben und aufgebaut und eure Bestellungen verpackt und Produkte entwickeln lassen. Und in der Pandemie habe ich dann einfach gemerkt, wie krass diese Last auf meinen Schultern wiegt und ich musste mich dann einfach für meine psychische Gesundheit entscheiden. Das hat mich einfach so dermaßen fertig gemacht, vor allem weil einfach auch während der Pandemie Dinge dazugekommen sind, die nicht ganz so schön waren. Also die Kundschaft wurde immer aggressiver, man hat ständig Diskussionen geführt. Klar gab es auch schöne Momente. Ich kann ich gar nicht erzählen, wie toll es war, jedes Mal Kundenberatungen durchzuführen und wie dankbar die Menschen waren, wenn sie einfach ihre Informationen bekommen haben und vielleicht eine Produktempfehlung, die sie ausprobieren konnten oder dass mal jemand auf ihre Bedürfnisse sozusagen eingegangen ist, vor allem auf ihre Hautbedürfnisse. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe das wirklich geliebt und auch meine Kolleginnen habe ich sehr, sehr doll ins Herz geschlossen. Als ich ihnen verkündet habe, dass ich meinen festen Job während der Pandemie kündige, um mich auf mein Business zu konzentrieren, dann sind mir einfach Reaktionen entgegengebracht worden, mit denen ich niemals gerechnet hätte. Die haben sich so für mich gefreut, die haben mich motiviert und die haben mir das Beste gewünscht. Also wenn ihr wieder in der Drogerie unterwegs seid, bitte haltet euch an die Abstände, haltet euch an die Maßnahmen, tragt euren Mund-Nasenschutz
und seid bitte lieb zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Der Job in der Drogerie und allgemein im Einzelhandel ist sehr, sehr hart. Auf die Frage, ob mir die Selbstständigkeit manchmal Angst macht, muss ich mit Ja antworten, aber das liegt sicherlich auch daran, dass ich noch nicht so lange komplett selbstständig und abhängig von meinem Business bin. Ich mache alles allein, ich habe keine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, das heißt, das Risiko und die Verantwortung bleiben auf mir haften, was natürlich schon eine ziemlich krasse Last ist, auch wenn mein Freund immer wieder mal hilft, vor allem wenn jetzt große Bestellmengen eingehen, und er bringt auch eure Pakete zur Post, was wirklich großartig ist, aber trotz dieses Risikos und manchmal ja diesem Unwohlsein, wenn jetzt zum Beispiel nicht so viele Bestellungen eingehen, wie man sich das vorgestellt oder erhofft hat, liebe ich meinen Job. Ich liebe es, Content für euch zu kreieren. Ich liebe es, eure Bestellungen zu verpacken. Ich liebe es, Produkte zu entwickeln. Ich liebe es, mich mit euch auszutauschen und euer Feedback zu lesen. Das ist einfach alles so, so großartig und wiegt die Risiken auf. Kommen wir zu der Frage, was mich bewegt hat, Drogistin zu werden, und die ist relativ einfach zu beantworten. Ich wollte schon immer was mit Kundenberatungen und Kosmetik zu tun haben. Deswegen habe ich mir den Ausbildungsberuf der Drogistin angeschaut und festgestellt, dass das wunderbar passt, und deswegen eine 3-jährige Ausbildung absolviert, und ich habe natürlich auch in dem Beruf gearbeitet. Es ist selbstverständlich nicht nur Hautpflege ein Themenschwerpunkt der Ausbildung, sondern auch freiverkäufliche Arzneimittel, Gesetze und eigentlich alles, was ihr so im Drogeriesortiment vorfinden könnt. Also scheut euch bitte nicht, jemanden in der Drogerie anzusprechen und euch beraten zu lassen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freuen sich sehr darüber. Also ich zumindest habe mich immer riesig gefreut, wenn ich eine Hautpflegeberatung durchführen konnte. Endlich eine Frage zu meinen beiden Stubentigern Nixe und Nathalie. Und zwar wolltet ihr gerne wissen, wie ich zu den beiden gekommen bin, beziehungsweise wir. Und zwar sind wir umgezogen in eine größere Wohnung, weil ich einfach auch ein Arbeitszimmer benötigt habe. Und ja, dann habe ich mir sehr gewünscht, dass wir uns eben Katzen zulegen, weil ich auch in der Kindheit immer Katzen hatte, und das habe ich sehr, sehr vermisst. Deswegen sind wir ins Tierheim gefahren, und Nixe und Nathalie sind sofort auf mich zugekommen, haben sich um meine Beine geschlängelt, und da habe ich mich einfach gleich in die beiden verliebt, und am nächsten Tag haben wir sie abgeholt. Kommen wir zu einer Frage, die für mich ein bisschen schwer zu beantworten ist, und zwar, ob ich mich mit oder ohne Make-up wohler fühle, weil das tatsächlich von meinem Gefühlszustand sowie meiner Mental Health abhängt. Es gibt einfach Tage, da fühle ich mich ohne Make-up richtig gut, und dann gibt es Tage, da fühle ich mich mit Make-up überhaupt nicht gut, und dann muss ich das einfach auch zulassen und anerkennen, dass heute so ein Tag ist. Aber wofür ich Make-up einfach liebe, ist einfach die Tatsache, dass es mich ablenkt, dass es mich in andere Welten abdriften lässt, dass es mich total entspannt, und ich liebe diesen kreativen Prozess, irgendein schönes Augen-Make-up zu schminken oder einfach irgendwas zu schminken. Das ist sehr, sehr schön und extrem entspannend, weshalb ich jetzt nicht sagen kann, dass ich mich mit oder ohne Make-up immer wohler fühle oder das Gegenteil, weil es einfach extrem von meinem Gefühlszustand abhängt. Nachdem ich diese Fragen beantwortet habe, kommen wir jetzt zur Finalfrage, und zwar, was denn an diesem Tag so besonders ist und welches Geheimnis ich jetzt lüften werde. Ich bin schon so dermaßen aufgeregt, weil es einfach ein riesen Meilenstein für mich ist. Ich habe in den letzten Monaten an einem großen Projekt gearbeitet und darf es heute mit euch teilen. Und zwar habe ich ein Buch geschrieben. Es ist so krass und einfach ein riesen Ding für mich. Ich habe in den letzten Monaten daran gearbeitet. Ich durfte euch leider nichts sagen, weil ich einen Vertrag mit einem Verlag unterschrieben habe, der dieses Buch veröffentlichen wird, welches dann nächstes Jahr im Frühjahr erhältlich sein wird. Ich bin schon so dermaßen aufgeregt. Es wird selbstverständlich ein Buch über Hautpflege, über Inhaltsstoffe und Marketingversprechen sein. Das hier ist auch das Cover. Ich kann es einfach immer noch nicht fassen, dass ich ein Buch geschrieben habe, und ich bin schon so gespannt, was ihr davon halten werdet. Ich werde euch natürlich wie immer auf dem Laufenden halten, denn mittlerweile darf ich ja öffentlich darüber sprechen und hoffe, dass ihr euch auch so sehr freut. Und das war's schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr mich auch dadurch ein kleines bisschen besser kennenlernen konntet. Ich würde mich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen und ein Abo, und schreibt auch sehr gerne einen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video.